Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. On the Road. Von der Freiheit auf dem Rennrad ist das neueste Werk von Rick Zabel, einem der bekanntesten Bike-Influencer Deutschlands und selbst ein erfolgreicher Profiradfahrer. In diesem Buch nimmt Zabel seine Leser mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Radsports, die weit über die klassischen Etappen der Tour de France hinausgeht. Mit einer authentischen Mischung aus persönlichen Erfahrungen, spannenden Geschichten aus dem Fahrerfeld und tiefgründigen Reflexionen über das Leben auf zwei Rädern ermöglicht Zabel einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Profisports. Dabei geht es nicht nur um Wettkämpfe oder sportliche Leistungen, sondern vor allem um die Leidenschaft, die Freiheit und die Inspiration, die das Radfahren vermitteln kann. Für Fans des Radsports, aber auch für alle, die das Gefühl von Freiheit auf dem Fahrrad nachvollziehen können, bietet dieses Buch Einblicke und Perspektiven, wie sie selten so hautnah geschildert wurden. Mit viel Herzblut, Empathie und einer Prise Humor schafft es Rick Zabel, den Lesern die Faszination des Radsports näher zu bringen und sie daran zu erinnern, warum das Fahrrad nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Lebensgefühl ist. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Das Leben als Profiradfahrer, ein zentrales Thema im Buch, ist das Leben als Profiradfahrer. Rick Zabel gibt authentische Einblicke in den Alltag eines Rennradfahrers, die Trainingsroutinen, die mentalen und körperlichen Herausforderungen und die ständige Gratwanderung zwischen Triumph und Enttäuschung. Die Leser erfahren, welche Disziplin, Hingabe und Leidenschaft für diesen Beruf notwendig sind. Zabel beschreibt, wie er mit Erfolgen und Rückschlägen umgeht, was ihn antreibt und wie er sich sowohl körperlich als auch mental auf große Wettkämpfe wie die Tour de France vorbereitet. Besonders eindrucksvoll beschreibt er, wie wichtig ein starkes Team im Hintergrund ist und wie das familiäre Umfeld einen wichtigen Rückhalt bildet. Die Lesenden können daraus lernen, wie essentiell Selbstorganisation und mentale Stärke für den Erfolg nicht nur im Radsport, sondern im Leben allgemein sind. Zweitens: Freiheit und Selbstbestimmung auf dem Rennrad. Ein wiederkehrendes Motiv ist das Gefühl von Freiheit, das Zabel im Sattel seines Rennrads erlebt. Für ihn ist das Fahrrad weit mehr als Sportgerät oder Arbeitsmittel. Es symbolisiert Unabhängigkeit, Selbstbestimmung und innere Ruhe. Zabel schildert, wie die unzähligen Stunden auf der Straße, egal bei welchem Wetter oder in welcher Region, zu Momenten der Meditation werden. Diese Erfahrungen helfen ihm, Stress abzubauen, neue Energie zu tanken und klare Gedanken zu fassen. Er verknüpft seine Erlebnisse auf dem Rad mit philosophischen Betrachtungen über das Leben, die eigene Identität und die persönliche Entwicklung. Das Buch inspiriert die Leser, sich selbst häufiger im Alltag Freiräume zu schaffen und in Bewegung zu kommen, um Klarheit und neue Perspektiven zu gewinnen. Drittens: Teamgeist und Zusammenhalt im Profiradsport. Radsport ist oft ein Individualsport, doch auf höchstem Niveau entscheidet der Teamgeist über Sieg und Niederlage. Zabel verdeutlicht, wie Teamarbeit, Vertrauen und Kommunikation im Profi-Radsport funktionieren. Er schildert packende Episoden, in denen Strategie und Taktik innerhalb des Rennteams über die Platzierung entscheiden. Es geht um das gemeinsame Arbeiten für den Kapitän, Selbstlosigkeit und das Zurückstellen der eigenen Ambitionen für das große Ganze. Zabel zeigt, wie bedeutsam es ist, sowohl auf als auch neben der Strecke füreinander einzustehen und dass echter Erfolg erst durch die Kraft des Teams erreicht werden kann. Auch Konflikte, Missverständnisse oder Stresssituationen werden nicht ausgeklammert, sondern mit viel Ehrlichkeit betrachtet. Viertens: Motivation und Rückschläge im Sportalltag. Ein weiteres Kernthema ist der Umgang mit Motivation und Rückschlägen. Rick Zabel berichtet offen über Durststrecken, Verletzungen, Leistungsdruck und Zweifel. Entscheidend ist aus seiner Sicht die Fähigkeit, aus Rückschlägen zu lernen und dabei den Glauben an sich selbst nie zu verlieren. Er verrät, wie er sich nach Niederlagen neu aufstellt, die richtigen Schlüsse zieht und immer wieder neuen Mut schöpft. Dabei helfen ihm nicht nur mentale Techniken und klare Zielsetzungen, sondern auch die Begeisterung für das Radfahren selbst.
Der Leser wird ermutigt, in schwierigen Situationen am Ball zu bleiben, Resilienz zu entwickeln und sich selbst und anderen zu verzeihen. Schließlich Radfahren als Lebensphilosophie und Inspirationsquelle. Abschließend begreift Rick Zabel das Fahrradfahren als Lebensphilosophie. Diese Lebenseinstellung inspiriert ihn, immer wieder neue Wege zu gehen, Abenteuer zu wagen und neugierig zu bleiben. Im Buch betont er, wie jede Tour auf dem Rad eine Reise zu sich selbst werden kann, mit Höhen und Tiefen, Umwegen und überraschenden Begegnungen. Radfahren ist für ihn ein Symbol für das Leben selbst, voller Herausforderungen, aber auch voller Freiheit und Chancen. Diese Philosophie inspiriert den Leser, selbst wieder aufs Rad zu steigen. Ganz gleich, ob als Profi, Hobbyfahrer oder Gelegenheitsradler. Zusammenfassend, On the Road. Von der Freiheit auf dem Rennrad ist eine leidenschaftliche und ehrliche Hommage an den Radsport und das besondere Lebensgefühl, das damit verbunden ist. Das Buch richtet sich an alle, die sich für Radfahren begeistern oder neugierig auf das Leben eines Profisportlers sind. Besonders lohnend ist die Lektüre für Radsportfans, ambitionierte Amateure, aber auch Menschen, die auf der Suche nach Inspiration für mehr Selbstbestimmung und Freiheit im Alltag sind. Neben spannenden Einblicken in die Welt der großen Radsport-Events vermittelt Rick Zabel wertvolle Lebenslektionen zu Teamwork, Durchhaltevermögen, Motivation und persönlicher Entwicklung. Anders als viele andere klassische Sportbiografien überzeugt dieses Buch mit einer gelungenen Mischung aus persönlicher Erzählung, praktischen Impulsen und philosophischem Tiefgang. Wer dieses Buch liest, wird nicht nur von spannenden Profigeschichten und emotionalen Momenten mitgerissen, sondern lernt auch, den eigenen Blick für die kleinen und großen Freiheiten im Leben zu schärfen. Es ist ein Werk, das dazu inspiriert, über den Tellerrand hinauszublicken und das eigene Leben bewusster zu gestalten. Auf und neben dem Fahrrad. Wer ein Buch sucht, das authentische Einblicke bietet und motiviert, selbst aktiv zu werden, ist bei On the Road genau richtig. Wenn Sie unterstützen möchten, Rick Zabel, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.